Wir hatten vorhin mal so ein bisschen von den Kollegen gehört, es ist natürlich für den Smalltalk enorm wichtig, dass ich eben auch weiß, für welchen Verein schwärmt der, wann hat er Geburtstag, gibt es Kinder, dass man einfach Informationen für den Smalltalk hat, um so ein Stück weit eine Nähe herzustellen, die eben auch genau in Kundensituationen enorm wichtig ist, um eben auch langfristig zusammenarbeiten. Genau diese Informationen vereinen wir letztendlich hier in diesem Unternehmensprofil über verschiedene Integrationen aus bestehenden Datenbanken. Also wenn wir uns das System noch mal weiter anschauen im Bereich Aktivitäten, sehen wir, dass es hier eine ganze Menge an Touchpoints gibt. Wir haben E-Mail-Verkehr, wir haben ein Word-Dokument, wir haben viele weitere Informationen, die letztendlich als Touchpoints hier im System abgelegt sind. Das heißt, das sind Informationen, die zentral aus dem CRM-System heraus erzeugt wurden, beziehungsweise wo eine entsprechende E-Mail-Kommunikation stattfindet. Könnte mir jetzt natürlich zu der Deisenmais GmbH, die eben ansässig in München ist, mal anzeigen lassen, wie zum Beispiel die Corona-Inzidenz ist. Ja, das heißt, ich habe mir jetzt hier ein Widget in das CRM-System, geht es in Treppe 8, konfiguriert, das mir zu dem Kunden oder zu dem Standort, den ich aktuell hier im Fokus habe, zum Beispiel mal die Corona-Inzidenz anzeigt. Also das heißt, das sind im Prinzip, das ist ein einfaches Beispiel, wie wir letztendlich eben auch Datenintegration verstehen. Ein weiteres einfaches Beispiel ist natürlich, dass ich mir diesen Datensatz eben auch mal in Google Maps anzeigen lassen kann. Wenn wir ein Widget haben, das wir eben nicht direkt im CRM-System integriert haben, aber über das wir letztendlich die Kommunikation, den Absprung in unser CRM-System schaffen können. Und das ist zum Beispiel, indem wir ein Widget innerhalb von der E-Mail-Kommunikation integriert haben, um dann eben genau diesen durchgängigen Prozess, die User-Akzeptanz zu schaffen, dass der Anwender eben aus seinem Outlook heraus direkt in das CRM-System, auf jeden muss ich mal wieder die Leiste switchen, aus seinem Outlook beispielsweise oder einem anderen E-Mail-Programm, eben direkt über das Widget Business Mail heißt dieses Widget, den Absprung in Richtung des CRM-Systems erfolgt. Das heißt, ich habe hier einen Posteingang, da hat Gudrun Augstein sich gemeldet. Sie erinnern sich, das ist der Einkaufsleiterin bei der Firma Deisenmais, die wir eben gesehen haben. Die Daten werden natürlich mit dem CRM-System entsprechend synchronisiert. Hallo Herr Weiß, vielen Dank für die Infos. Gerne möchte ich einen Termin zur Vorstellung des neuen Produktportfolios mit Ihnen abstimmen. Und an der Stelle erkennt eben Business Mail oder dieses Widget, dass das ein Kontakt ist, der bereits im CRM-System hinterlegt ist. Ja, und das bedeutet an der Stelle eben, dass ich hier jetzt über dieses Widget Informationen aus dem CRM-System bereits im Outlook angereichert bekomme, angeliefert bekomme.